Kapitel 7. Nicht den Troll füttern. Und damit willkommen bei einer neuen Folge von The Cat Lady. Hier im Feld der Wahrheit. Jetzt wieder doch nicht. Uah. Das sind schon wieder die Töchter von der Krähe. Warum immer diese gruseligen, verdammten Bilder hier? Das ist schrecklich. Der Mond. Cooler Mond. Es ist wieder ein Traum, den wir haben. Und da sind wir. Mitternacht. Vollmond. You are dead. Es schlägt die 12. Stunde. Katzen fressen. Wir gehen weiter. In die Wohnung des alten Mannes. Und wie gesagt, ich wusste, dass der Typ irgendwas auf den Kerbholz hat. Es hat quasi danach geschrien. Aquarium. Mir gefällt gar nicht, wie das Wasser aussieht. Da ist kein einziger Fisch im Aquarium. Ein alter Mann. Just look at this door. Crazy son of a bitch. That's not gonna stop us. I think there's someone in the kitchen. Someone in the kitchen. Vielleicht spricht er ganz offen mit uns. Are you Adam? Me? No, of course not. I don't have anything to do with all this foolishness. Never have. Aha. It's my son. Aha. I've told him time and time again, but he never listens. I've done my best to protect that boy, you know. I'm all he's got left in the world since his mama died, but it just wasn't enough. Where is he then? Where's Eye of Adam? He's in his room. Where else would he be? He's always in his room, staring at that screen for as long as he can. Look, I've made up my mind about this. I want to help you. This mess he's in, it's gone too far. I can't be part of this. What are you talking about? Oh, you don't understand. He's watching us. Right now, he can see us on his camera. He's very clever with this stuff. I never got my head around it. Just as much as I needed to, I guess. But not a lot. Give us the key to his room. I want to talk to him. Look, it's a trap. He knows why you're here, and he will kill you. Das glaube ich nicht. Both of you. But he will not kill me. He won't dare. All these years, I've looked after him well. He owes me everything. Wenn er die zwei tötet, wird er den alten Mann auch Breaks my töten. heart to do this now. What choice do I have? Ich glaube, He left me this. I was supposed to keep it for myself, but I want you to take it. He won't dare to kill his own father. I won't let 2 innocent lives be lost because of him. What is it? Just take the damn thing. There's not much time. nein, tut das nicht. You hear me? He's watching. Er kann niemanden töten. Er wird auch niemanden töten. Ich glaube dem einfach nicht. Ich meine, er will ja, dass die Leute sich selber umbringen. Er wird niemanden umbringen, denn das gehört nicht zu seinem Plan. What is it, Mrs. A? Aber wir können nichts anderes It's a machen. shoebox. Take it away. Get rid of it. He must see that I don't have it anymore. Shall we open it? Ich kann gerade nichts machen. Untersuchen. Verdammt. Ja, so viel dazu. Wir können nichts anderes machen. Komm, ich mach's bei ihm auf. Eine Gasmaske. Oh God. Mitzi, we have to get out of here. Quickly.
It's a gas mask. He's going to poison us. Würde das wirklich tun? Das würde nicht sein... Ach, deswegen das Aquarium. Verstehe. Das ist blöd. It's too late. Shit. Oh, oh. Shit. 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 No! No. Stop that, Adam! You're going to kill your father! We'll never make it to the door. That room is filling up with gas too quickly. Einmal tief Luft Put the holen und mask on, laufen. Mrs. A. What about you? No. No, I can't. You've got to. This is your only chance. No. I can't let you die. Not like this. It's my fault that you're here. I'm dying anyway. And you've got to live, Mrs. A. You'll live and you'll be happy again. You've been a great friend, Mrs. A. Komm, wir würden doch sicherlich die Maske nicht selber aufziehen. Das macht man einfach nicht. Und auch wenn Mitzi jetzt die Böse ist... Nein, ich gebe Mitzi die Maske. No. You've got a date, and I'll make sure you turn up for it. I can't. There is no time to argue. I'll be fine. Now. Do it! Sacrifice. Sie opfert sich. Mitzi. Think of a vegetable while I'm gone. Und alles verschwimmt. Ende. Nein, doch nicht Ende. Wir sind hier wieder in dieser komischen Zwischentraumwelt. Ich hätte aber nicht gedacht, dass der Typ dazu in der Lage ist, Leute bewusst umzubringen. Also ich meine, es ist ja sonst eigentlich immer Selbstmord. Das spricht ja nicht seinem Verhaltensmuster an sich. Ist die Frage, ob sie jetzt noch eine zweite Chance kriegt oder nicht. Wir sind... Ah, ist das ihre Wohnung? Haustür, Küche, Gästezimmer. Sieht ein bisschen danach aus. Und da ist sie wieder. Welcome home, darling. I've been waiting for you. What took you so long? Say what you've got to say and let's finish this. I'm tired of you. Tired of all this madness. I just need to get back. Very well. I'm not planning to keep you long. Let's go inside. I have one last job for you. There are still 2 candles left. Oh Gott, und einer davon ist You Mitzi. know how this works. A soul for a soul. Tu's nicht. And that's it. I blow out the last candle, and I'll never have to see you again. Only if you blow out the right one. I'll never bother you again. Isn't that what you want? No. But if you choose wrong, it will be your life extinguished forever. Just take a deep breath and do it. But how should I know which one's right? That's the thing, Susan. You can't know that. In life, you can't always know the consequences before you make a decision. Haven't you learned that yet? That's not fair. Nothing is fair. You opened your heart talking to that doctor, and he butchered you like an animal.
Then those disgusting cannibals, they'd chop you up and cook you for dinner if you'd let them. And what about the man with the flowers? All that he wanted was to hear you play before he split your skull open. The way your husband treated you, the way your neighbors laughed at you for years, just for being different. You did not deserve all that, and yet it happened. Am I forgetting something? Oh, yes, of course. Most of all, was it fair that... Shut up! mit dem Just shut Kind? up, you ugly bitch! Now I know who you really are. All those feelings I had in you for years. That bitter guilt and self-pity. That hatred for myself and everyone else. You are that miserable illness that's consumed my heart all these years. You, always there, but not any longer. I let you take control of my life. I believed it was right to feel like this. Ist aber But nicht. not any longer. This ends here. Then blow out the candle. Nein, ich weigere mich. No, I won't. I'm done playing your stupid little games. You won't tell me what to do anymore. I am stronger than you. Wird schon. I can close my eyes and you'll be gone. Blow out the candle. It's time to say goodbye, sister. Ja. I'm not gonna miss you. You will never leave this place without me. You need me. We are one. No. Wow. Hallo? Tomato. Ah, tomato. You were thinking about a tomato, right? Yay! Ich weiß nicht, ob das richtig oder gut war. Aber hier ist niemand. Tomato is a fruit, silly. Who cares? I like tomatoes. So do I. But I hate to disappoint you, but I was really thinking of onions. Why onions? They make you cry? They're the saddest of the vegetables, of course. They make people cry. Klar. What happened, Mrs. A? I saw you die. And yet, you're here. Alive, like if nothing's ever happened. Well, let's put it this way. Everyone knows cats have 9 lives. Ja. So do cat ladies, apparently. Vielleicht haben die Hälfte But this davon. time, I feel there won't be second chances. I'm down to one last life now. I can't afford to waste it. You are such a nutter, Mrs. A. You are absolutely fucking bonkers. But I'm so happy to see you. Never, ever do that to me again, alright? I can happily promise you that, Mitzi. Juhu. Wir haben es irgendwie This is it. überstanden. His room is through that door. It's time to face the eye of Adam. What are we waiting for? Let's do it. Just do it. Let's do it. Just do it. Let's do it. Uiuiui, ganz ehrlich. Ist jetzt nicht gedacht, dass wir irgendwie da richtig rauskommen. Hätten wir eine der Katzen ausgeblasen, wäre Mitzi wahrscheinlich tot. Und eventuell auch Susan. Tja. War es das wert, Kumpel? You're the eye of Adam? A pathetic, wheelchair-bound invalid? Is this a joke? Das macht Sinn. Do you know who I am? Do you know what you've done to me? Von wo hat sie die Waffe? Murderer! Tonight it's your turn to die. Was nicht?
I'm gonna paint this room with your brains and I'm gonna watch and smile. Mach's nicht. I swear to God I'll do it. Mach's. Well, nothing to say? Nothing at all? Das ist das, was er überhaupt will. Aren't you going to beg for your sad little life? Say something! Anything! Mitzi, where did you get that gun from? It doesn't matter. Please, Mrs. A. This is something I have to do. Nein, das musst du nicht. You are free to leave if you want. You don't have to be a part of it. Just try to understand. Tu's Beg nicht. for forgiveness, you scum. What the fuck is wrong with you? You don't believe I'm gonna shoot you, do you? Oh, I've dreamt of this moment for so long. Look at this man, Mitzi. He hasn't twitched a muscle since we entered the room. I think he's paralyzed. That's impossible. He's lying to us. He's faking it. Do something. Talk for God's sake. I need you to answer me. I need to know. He won't answer you. He can't talk. Then, how did he post all that stuff online? Er kann tippen? Vielleicht? What the? Oder per Gedankenkontrolle, weiß ich nicht. Ah, ja, sowas gibt's auch. Per Augenkoordinierung. Kann sie wahrscheinlich seine Augen bewegen. Und da kann er dann tippen. Sowas gibt's. We meet at last. How did he do it? Mit den Augen I think I know how. kann man das machen. See that little device on his left eye? Yep. I've heard about these. It's a controller. It seems the only part of his body he can move is his eyeball. Deswegen Eye of Adam. Controller connected to the computer tracks its movement, allowing him to... What? That's ridiculous. How do you even know such things? I'm a nurse? I've seen these before. Well, I've seen eye-controlled wheelchairs, but there's no reason why it wouldn't work with a computer. Ich habe auch sowas schon mal gesehen. Jesus. That would explain the whole Eye of Adam thing. He really is just the eye. But no, that doesn't change anything. He must die. He deserves nothing more. Ich wäre für Gefängnis. Inhaftierung und so weiter. Weil er hat schließlich seinen Vater umgebracht. Und das kann man ihm vorwerfen. Do it. Er will es ja. Deswegen mach's nicht. Wenn du ihn bestrafen willst, tu's nicht. What? You arrogant shit. I will fucking do it. Just tell me one thing. One thing. Why? Because I'm so lonely. Why did you make Jack kill himself? Wahrscheinlich, weil er sich einsam fühlt und dass er das Einzigste ist, was ihn noch irgendwie motiviert, weiß ich nicht. Pull the trigger, you will find out. Fine. It'll be a pleasure. Mach's nicht. Ready to die, scumbag? Mach's nicht. Schau dir diese Sauerstoffflaschen an. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du hast mich angelogen. Du hast nie gesagt, dass du ihn töten willst. Das ist ein guter Punkt. Look at these oxygen tanks. I don't think it's a good idea. What? Why not? I'm the one holding a gun here. And I will blow this bastard's brain out as soon as he looks at me. You hear me? Nein, mach's nicht. Look at me. I want you to see what you've done. The pain you've caused me. Mitzi, that's not what I meant. Just put the gun down for a second. No! No. I can't do that, Mrs. A. I'm sorry.
This is something I have to do. I have to. Can't you hear that hissing sound? These cylinders are clearly leaking gas. Please stay out of Ein it. kleiner Funke reicht. What? Who found me? I don't care. Oh, Just Mitzi. leave me alone. Du hast mich angelogen. Du hast nie gesagt, dass du ihn töten willst. You lied to me. You never said you wanted to kill him. Now, wasn't that quite obvious? What did you think I wanted to do? Have a coffee with him? Chat about the weather or politics? Ja. For God's sake, I'm here because this son of a bitch needs to die. If I don't kill him now, he'll just carry on and more innocent people will lose their lives. Ich glaube nicht. Do you really want that? Er wird sterben. Because I Sein don't. Vater ist tot. Hallo? Das ist nicht der richtige Weg. Mach stattdessen einfach die Computer aus. Denk mal einen Augenblick darüber nach. Würde Jack sowas wirklich wollen? Think about it for a second. Would Jack really want this? This bastard messed with Jack's head. He tricked him. That's what he does. Das macht er gerade mit Fucking dir auch. tricked him. But would Jack really want you to become a murderer? No, he wouldn't. He wasn't violent at all. He was the kindest, sweetest guy I ever knew. Exactly. Now, put that gun down already. Bitte. But what about me? No, I'll do it. I know Jack will forgive me. Nein, wird er nicht. Das stimmt auch. Ohne seinen Vater ist er harmlos. Er wird sowieso sterben. Without his father, he's harmless. He was the one who supplied him with all this technology. He fulfilled his every single wish. I know this guy's rotten bad. There's no excuse for what he did. But he will be punished for it. Trust me. They'll put him in some stinking nursing home. He'll live his life like a vegetable. Stuck to bed. He'll have time to think about what he's done. And he'll never see a computer screen again. Ja, das stimmt. Isn't that enough? Komm schon, Mitzi. He said, do it. Weil er das He will. wants to die and I want to kill him. Nein. Er will, dass wir alle sterben. Siehst du das nicht? He wants us all to die. Can't you see that? Isn't that what he's been preaching? A joint suicide. That's why he wants you to shoot him. So we can all get blown to pieces. Genau. His final act. The work of his life. Are you really going to give him that satisfaction? Remember what you said about feeding the troll? That's exactly what you're going to do if you kill him now. Genau, fütter nicht den Troll. No, maybe you're right. You should leave, Mrs. A. I'd never want you to get hurt. Mach es But I'm nicht. not going away without this fucker dead. Even if that means I die too. Mitzi, have you lost your mind? You're going to sacrifice your life for this scum? He's a parasite! A worthless, evil piece of shit! It's not like I've got anyone to live for, is it? Doch. What? What about your mother? Your family? She's dead. Yeah, I lied. I always lie. I grew up in an orphanage. My family never wanted to know me. The only person that cared about me was Jack. And he's Es gibt dead. noch eine Person, die steht hinter dir. Yeah. Happy now? So get the fuck out of here and let me do what I got to do. Komm schon. Ich mag dich. Tu es für mich. I care about you. Do it for me. I care about you. Oh. Come on, mate. It's been a long day. Let's go home. We've won.
Es sei denn, er drückt irgendeine Have we Taste. really? Lauft, geht. Trust me. I know we have. Irgendetwas. Verlasst diesen Raum, so schnell ihr Oh. könnt. I'm the cat lady. From now on, I win every single day. Hui. Anspannung fällt hinab in ein tiefes Loch. Genau wie der Kerl. Haben wir es wirklich geschafft? Haben wir uns richtig entschieden? Ich weiß es nicht. Ich frage mich immer, wer diese bösen Entscheidungen trifft. Ich bin es mal wieder. Talking about my ordinary little life, as usual. I'm still surprised anyone would want to read this at all. The ramblings of a cat lady. Maybe I'm not a cat lady anymore. Things have changed here since Mitzi's death. I'll never forget those last few weeks. It's a horrible way to die. Stuck in a hospital bed with no hope and whole life to pass you by. 6 months ago, I lost the best friend I'd ever had. But at least we knew it was coming. I had time to accept it, just like she did. And I can only be glad we spent that time together. I still miss her though. Every day. Did I ever mention I got into all this because of her? Ja, I das opened her stimmt. laptop the night after the funeral, and there it was. A friend request, over a year old. A little gift from behind the grave. I met some people. We go out sometimes, and I'm not alone anymore. It turned out there were others who felt like I did. I talked to them, tried to help. Can't think clearly, all I can do is cry. Ja, es gibt genug Leute, die nach Hilfe schreien, förmlich im Internet. Und viele Leute machen es da nicht besser, sondern provozieren, dass die Leute sich schlechter fühlen. Genau, das ist der falsche Weg. Man sollte versuchen, diesen Leuten zu helfen. Wenn ihr das hier lesen könnt, seid ihr schneller als ich. Und das ist immer das, was sie schreibt. Das ist nicht deine Schuld. Und es gibt so viele Spinner im Netz, die einem einfach nur das Leben schwer machen, aus purer Freude. Und die nehmen das ja nicht mal ernst. Die trollen einfach And nur. now, I'm writing this blog. I must confess, yesterday was bad. It was one of those days when you feel like you're back in the past, and all the good stuff that happened was just a dream. Hui, der Himmel. Sehr schön. But I woke up today, feeling better. Maybe I can never get rid of it. This invisible illness. Maybe it will always be living somewhere deep inside me. Asleep. Waiting. And when it'll hit me hard. Da ist sie. Am Friedhof von Mitzi. Flowers for the grave. But if there's one thing Mitzi taught me, it's that you have to pick yourself up and carry on. It doesn't matter that life isn't fair. It doesn't matter that you make mistakes. You fall and rise again. Worlds full of liars, traitors, cowards. But every now and then, you meet someone like Mitzi, who will just smile at it all. Now, I've forgiven the world and myself too. I teach myself to smile again. Komm schon, One day I'll lächle. get there. I know I will. Even if it takes me not 9, but 900 lives. Ach, Susan. Und sie hat vollkommen recht, was sie sagt. Kapitel 7 abgeschlossen. Written and directed by R. Michalski. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
ja, das war die Cat Lady und vieles, was sie am Ende gesagt haben, stimmt. Das Leben ist eigentlich nur voller Probleme, die man versuchen muss zu überwinden. Darum geht's im Leben. Vielleicht ist das auch der Sinn, einfach voranzukommen, weiterzumachen, immer und immer weiter, egal was einem in den Weg kommt. Die Soundtrack das geht ein bisschen schnell, aber hier könnt ihr nochmal gerne alles durchlesen, wer alles daran beteiligt war. Auf jeden Fall großen Dank für die Leute, die das hier gemacht haben. War eine nette, tiefgreifende Story um Leben und Tod und eben um Probleme und auch wenn jeder scheiße zu einem ist und so weiter und so fort, dass man eben immer wieder aufstehen kann. Und das ist eben eine sehr wichtige Lektion, die man in dem Spiel lernt. Und dass es halt Menschen da draußen gibt, die eben total fertig sind, fertiger als man selbst teilweise, Leute, die einen verstehen können und dass man eigentlich nie wirklich alleine ist. Ich meine, durch das Internet, durch diese Verkabelung, die es gibt, können wir jederzeit mit jedem, der irgendein Problem hat, kommunizieren und uns verstanden fühlen. Und auch so, wenn man in großen Städten wohnt, kann man auch dort Leute treffen, denen es genauso geht. Und das stimmt schon. Man trifft auf Menschen, die einen total aufrappeln können, die einen Sachen klar werden lassen und dass eben das Leben nicht so schlimm und schrecklich ist, wie man das Gefühl hat. Und es macht mich immer auch persönlich traurig, wenn man sowas in den Nachrichten sieht, dass Leute sich selber umbringen, weil sie im Internet total gemobbt werden oder auch in der Schule und sowas. Und dann denkt man, warum sind die Leute so scheiße zu einem? Warum können die nicht auch mal ein nettes Wort verlieren? Oder warum hat das so einen krassen Einfluss auf so eine zerbrechliche junge Seele? Weil meistens sind die Leute noch relativ jung, die dann aus dem Leben deswegen scheiden. Es macht mich immer traurig, das zu sehen und ich weiß nicht. Es gibt immer draus irgendwen. Drück eine beliebige Taste zum Leben. Das machen wir doch glatt. Beliebige Taste zum Leben. Das hat uns rausgeschmissen. Super. Ja, jetzt ist es gerade dunkel, weil das Spiel zu Ende ist. Ich hätte da jetzt einfach noch mal ein bisschen länger dran sitzen sollen. Egal. Jetzt seht ihr halt ein schwarzes Bild. Statt diese Taste. Diesen Bildschirm. Ja, was kann ich noch großartig sagen? Ja, wie gesagt, das macht mich eben traurig und ich wünschte, es wäre halt anders. Dass man einfach ein bisschen mehr auf die Leute zugeht und ihnen helfen kann bei ihrem Problem, statt sie niederzumachen. Und dieses ganze Trolling, was ich sowieso nicht verstehe, ganz ehrlich, sehe ich nicht ein, verstehe ich nicht, würde ich auch nicht machen. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Einfach sich selber besser zu fühlen, wenn man jemand anderen, der schwächer ist, niedermachen kann. Das ist auf so einer niedrigen Stufe und man sollte wirklich den Troll einfach nicht füttern. Ignorieren. Ignorieren ist sowieso eine sehr schlimme Strafe. Wenn man dann komplett aus diesem gesellschaftlichen Kontext herausfällt, weil Mensch ist ja ein Gesellschaftstier und wenn man absolut keine Beziehung zu nichts mehr hat, dann ist man aufgelöst und ich glaube dann auch nicht sehr glücklich. Also das ist schon eine krasse Bestrafung. Ja, ich will aber auf diesem Thema nicht weiter herumhacken, weil die Folge hat wahrscheinlich schon wahnsinnig Überlänge. Auf jeden Fall nochmal danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr wart auch sehr gespannt. Ich hoffe, wir haben ein gutes Ende erwischt. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt's auch noch ein übles Ende. Ich fand das Ende ganz gut. Sehr gut sogar. Sehr positiv. Ich weiß nicht, ob es noch ein Ende gibt, womit sie auch noch lebt. Weiß ich nicht. Sie war ja schon irgendwie tot geweiht. Aber es freut mich für Susan, dass sie eben ein bisschen eine Mutterrolle übernommen hat und versucht, Leuten zu helfen. Das finde ich sehr, sehr, sehr edel von ihr. Und das finde ich gut, dass sie das so macht. Auch mit diesem Lächeln, mit diesem letzten Spruch, den sie gesagt hat. Dass auch wenn 9 Leben nicht reichen, vielleicht reichen 900.000 oder mehr. Irgendwann wird sie schaffen zu lächeln. Ja. Und ich hoffe, ihr könnt auch lächeln nach diesem Spiel. Und das wird sicherlich dann weitergehen mit irgendeinem anderen Titel. Ich weiß noch nicht genau was. Das wird die Zeit sagen. Oder lasst euch einfach überraschen. Wir werden es sehen. Ja. Bis dahin, euer JMO hier an Ort und Stelle bei Moonwatch Mo. Und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, könnt ihr euch auch gerne an mich wenden. Ich werde sicherlich ein Ohr für euch offen haben. Egal was es ist. Ich rede und diskutiere gerne mit euch über alles Mögliche. Ich bin für euch da. Mit diesen Worten. Bye bye.